Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir freuen uns wirklich, dass du weiter Deutsch lernst. Heute ist Tag 53. Und wir lernen jeden Tag 15 neue Wörter. Und das ist wirklich toll, wie konsequent du dabei bist. Respekt. Genau. Und bis Tag 60 bleiben wir ja noch auf dem Niveau A2. Mhm. Und danach gehen wir gemeinsam auf das nächste Level, B1. Das wird spannend. Absolut. Und denk dran, du kannst auch super die Shadowing-Technik benutzen. Stimmt. Das heißt, wiederhole die Sätze einfach laut nach uns. Ja, das ist eine super Übung. Wiederholung hilft wirklich sehr beim Lernen. Die Wörter bleiben dann besser im Kopf. Ja, genau. Das Thema für heute ist Grundwortschatz, Transport und Verkehr Teil 2. Das passt gut zur letzten Folge, ne? Ja, genau. Wir machen weiter mit wichtigen Wörtern rund ums Unterwegssein. Speziell für dich als Deutschlerner oder Deutschlernerin auf Niveau A2. Wir helfen dir heute wieder 15 wichtige Wörter zu verstehen und anzuwenden. Wir erklären sie ganz klar und geben dir einfache Beispiele. Und damit du siehst, wie die Wörter im Alltag benutzt werden, erzählen wir dir am Ende, also wenn wir alle Wörter erklärt haben, eine kleine Alltagsgeschichte. So kannst du die Wörter im Zusammenhang sehen. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran. Okay, dann lass uns starten. Ein ganz grundlegendes Wort, wenn wir über Verkehr sprechen, ist die Straße. Die Straße, ja. Auf Englisch Street oder Road. Klar, also ohne Straßen geht fast nichts im Verkehr. Richtig. Du könntest zum Beispiel sagen, das Auto fährt auf der Straße. Oder auch, Vorsicht, die Kinder spielen auf der Straße. Was natürlich nicht so gut ist. Stimmt. Und was macht man auf der Straße oft? Man muss fahren. Genau, fahren. Das bedeutet auf Englisch to drive oder to ride. Ein sehr wichtiges Verb, aber Achtung, es ist unregelmäßig. Ja, und die Perfektform ist wichtig, ist gefahren. Ist gefahren. Wir benutzen hier sein als Hilfsverb. Weißt du auch warum? Na, weil fahren eine Bewegung beschreibt, oder? Von einem Ort zum anderen? Genau. Für solche Bewegungsverben nehmen wir oft sein im Perfekt. Okay. Ein einfacher Satz im Präsenz wäre, ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Und im Perfekt, also wenn es schon passiert ist, er ist gestern nach Berlin gefahren. Und wenn jemand fährt, dann ist das Der Fahrer. Oder bei einer Frau die Fahrerin. Klar. der Fahrer. Auf Englisch Driver, also die Person, die das Fahrzeug steuert. Zum Beispiel. Der Fahrer wartet im Auto. Oder im Bus, sagt man ja auch. Der Busfahrer ist sehr nett. Stimmt. So, jetzt haben wir die Straße, das Fahren und den Fahrer. Was kann an den fahren? Also zum Beispiel das Motorrad? Das Motorrad. Englisch Motorcycle. Manche lieben ja das Gefühl, damit zu fahren, so die Freiheit. Ja, das stimmt. Ein Satz dazu könnte sein, mein Bruder hat ein schnelles Motorrad. Oder im Sommer sehe ich viele Motorräder auf der Straße. Ein anderes Fahrzeug, das auch 2 Räder hat und sehr beliebt ist das Fahrrad. Das Fahrrad, genau. Auf Englisch Bicycle oder Bike. Total praktisch in der Stadt und gut für die Umwelt. Absolut. Viele Leute fahren mit dem Fahrrad zur Uni oder zur Arbeit. Stimmt. Man kann auch sagen, mein Fahrrad ist kaputt, ich muss es reparieren. Okay, also egal womit wir fahren, manchmal müssen wir ja auch anhalten. Das nächste Wort ist halten. Halten. Das kann auf Englisch to stop oder auch to hold bedeuten. Im Verkehr meinen wir aber meistens to stop. Richtig. Und die Perfektform ist hier hat gehalten. Also halten im Sinne von stoppen bildet das Perfekt mit haben. Ein typischer Satz ist, Der Bus hält an der Haltestelle. oder wenn die Polizei jemanden stoppt. Die Polizei hat das Auto gehalten. Ah ja. Wo muss man denn oft halten, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist? Na, an der Ampel. Natürlich, die Ampel. Auf Englisch Traffic Light. Dieses Ding mit den 3 Lichtern. Rot, Gelb und Grün. Ganz wichtiger Satz für jeden Tag. Wir müssen an der roten Ampel halten. Ja, oder umgekehrt. Die Ampel ist grün, wir können fahren. Genau. Und was muss man tun, wenn die Ampel rot wird oder man anhalten muss? Man muss bremsen. Bremsen. Ja. Auf Englisch to brake, also langsamer werden oder eben stoppen.
Die Perfektform ist regelmäßig. Hat gebremst. Ganz einfach. Du könntest sagen, der Fahrer muss stark bremsen, weil ein Kind auf die Straße läuft. Zum Beispiel. Oh ja. Oder im Perfekt. Er hat, zum Glück, rechtzeitig gebremst. Puh. Glück gehabt. Ja. Wenn man dann am Ziel angekommen ist, muss man sein Fahrzeug ja irgendwo abstellen. Man muss parken. Parken, Englisch. To park. Das ist ein sehr internationales Wort, glaube ich. Stimmt. Die Perfektform ist auch hier regelmäßig. Hat geparkt. Manchmal sieht man ja Schilder. Hier darf man nicht parken. Oder eine typische Frage, kennst du bestimmt. Wo hast du das Auto geparkt? Ich finde es nicht. Oh ja, das kenne ich. Wenn wir zu Fuß unterwegs sind oder auch mit dem Rad, müssen wir manchmal eine Straße von einer Seite auf die andere wechseln. Wir müssen sie überqueren. Überqueren. Genau. Auf Englisch? To cross. Also von Seite A zu Seite B gehen oder fahren. Die Perfektform ist, hat überquert. Ein guter Tipp ist, wir überqueren die Straße am Zebrastreifen. Da ist es sicherer. Oder ein Beispiel im Perfekt, sie hat die Brücke mit dem Fahrrad überquert. Okay, das waren jetzt viele Verben und Substantive. Jetzt kommen noch ein paar Adjektive, die gut zum Thema passen. Zum Beispiel schnell, Schnell, ja. Auf Englisch fast oder quick. zum Beispiel. Der ICE ist ein sehr schneller Zug. Oder einfacher, das Auto fährt sehr schnell. Und was ist das Gegenteil von schnell? Das ist langsam. Langsam. Englisch? Slow. Manchmal ist langsam ja auch besser. Zum Beispiel, bitte fahr langsam, hier spielen Kinder. Genau. Oder am Sonntagmorgen ist der Verkehr meistens eher langsam. Stimmt. Wenn man zu schnell fährt, besonders in der Stadt, dann kann es gefährlich werden. Ja, das stimmt. Das nächste Wort ist gefährlich. Englisch? Dangerous. Wenn etwas ein Risiko hat oder, nicht gut ausgehen könnte. Man kann sagen, schnell fahren bei Regen ist gefährlich. Oder sei vorsichtig, diese Kreuzung ist gefährlich. Und das Gegenteil suchen wir natürlich meistens. Wir wollen, dass es sicher ist. Sicher, klar. Auf Englisch safe. Also ohne Gefahr. Ein Beispiel: Auf dem Fahrradweg ist es sicherer als auf der großen Straße. Oder Anschnallen im Auto macht das Fahren sicherer. Absolut. Wir haben noch ein letztes Wort für heute. Es beschreibt eine Distanz. Nah. Nah. Englisch? Near oder close. Wenn etwas nicht weit weg ist. Zum Beispiel, der Supermarkt ist ganz nah, wir können zu Fuß gehen. Ja, praktisch. Oder der Bahnhof ist nah. Super, das waren unsere 15 Wörter für heute. Die Straße, fahren, der Fahrer, das Motorrad, das Fahrrad, halten, die Ampel, bremsen, parken, überqueren, schnell, langsam, gefährlich, sicher und nah. Eine ganze Menge, aber sehr, sehr nützliche Wörter für den Alltag, finde ich. Ja, total. Und an dieser Stelle, wenn dir dieser Podcast gefällt und du weiter mit uns lernen möchtest, dann abonniere bitte unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Das motiviert uns sehr. Ja, das wäre wirklich toll. Und jetzt, wie versprochen, kommt unsere kleine Geschichte. Hör gut zu und achte darauf, wie wir die neuen Wörter benutzen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Also, Peter möchte seine Oma besuchen. Sie wohnt nicht weit weg, zum Glück ganz nah. Okay. Peter überlegt kurz. Soll er mit dem Auto fahren? Nein, heute nimmt er lieber sein Fahrrad. Das ist zwar nicht so schnell, aber viel gesünder. Gute Entscheidung. Er fährt also los auf der Straße. Er muss aufpassen, denn manchmal ist der Verkehr ziemlich gefährlich. Gerade hupt der Fahrer eines Lieferwagens laut. Peter erschrickt kurz. Oh je, deshalb fährt Peter lieber etwas langsam und vorsichtig. An der nächsten Kreuzung wird die Ampel rot. Peter muss halten. Er muss auch bremsen, denn das Auto vor ihm stoppt plötzlich. Puh, Glück gehabt. Als die Ampel grün wird, fährt er weiter. Da sieht er seinen Freund Ali auf seinem neuen Motorrad. Wow, das sieht schnell aus. Ali winkt kurz. Ah, nett. Peter muss noch eine breite Straße überqueren. Er schaut nach links und rechts, bis es sicher ist. Dann fährt er rüber. Witz. Endlich ist er da. Er ist bei Oma angekommen. Jetzt muss er nur noch einen Platz finden, wo er sein Fahrrad parken kann. Ah, da drüben an der Wand ist Platz. Es schafft's. Oma freut sich sicher riesig. Und Peter ist froh, dass er sicher angekommen ist, auch wenn der Weg zur Oma ja ganz nah war. Das war unsere kleine Geschichte. Hast du die Wörter wiedererkannt? Ich hoffe doch. Wir hatten drin die Straße, fahren, der Fahrer,
das Motorrad, das Fahrrad, halten, die Ampel, bremsen, parken, überqueren, schnell, langsam, gefährlich, sicher und nah. Super. Jetzt bist du dran. Versuch doch mal, eigene Sätze mit diesen Wörtern zu bilden. Ja, schreibt bitte eure Sätze mit diesen Wörtern in die Kommentare. Wir freuen uns darauf, das zu lesen. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, morgen geht es weiter mit einem sehr, sehr spannenden Thema: Gefühle, Teil 2. Oh ja, da sprechen wir über weitere wichtige Worte rund um Emotionen, Stimmungen und Beziehungen. Das wird sicher wieder total interessant. Also, bleibt unbedingt dabei. Bis morgen, tschüss! Tschüss und viel Spaß beim Weiterlernen.